Danke für die Einschätzung. Wir wollen ein bisschen mehr erfahren über die Frau, die das nämlich gerade gemacht hat. Kim Raaf, junge Ärztin. Ein bisschen mehr muss man noch erzählen. Sie hat Medizin studiert, war letztes Jahr im März fertig, kam auf die Intensivstation im Bonner Marienhospital und dann war natürlich zack, das Jahr war voll mit der Pandemie. Und sie hat eben nebenbei immer fotografiert, das Leben festgehalten. Und jetzt wird sich das Leben der 27-Jährigen nochmal radikal ändern. Eins haben alle Bilder in Kim Raafs Fotoserie gemeinsam: die riesige Seifenblase. In der wird sie gleich wieder stehen und sich selbst fotografieren. Aber zum ersten Mal wird sie zweimal im Bild zu sehen sein, innerhalb und außerhalb der Blase. Dabei hilft ihr Mitbewohnerin Astrid. Also, guck nochmal, so soll es ja am Ende aussehen, ne? Da ist quasi die Blase so als Zwischenschicht und das so spiegelbildlich hier. Wir müssen nur dran denken, dass wir das mit dem Gurt richtig machen, dass wir das vertauschen. Okay, den Rest kriegen wir, glaube ich, hin. Das wird ein Bild, wo ich so die beiden Herzen, die in meiner Brust schlagen, darstelle. Wo es so ein bisschen darum geht, dass ich ja auch in der Blase bin, so in meinem Job. Und da jetzt bald ein bisschen rauskomme und ein bisschen freier bin. Denn Kim hat ihre bislang schwerste Entscheidung getroffen. Sie hat ihren Job im Krankenhaus gekündigt, nach nur einem Jahr. Sie will, wie im Studium, wieder vom Fotografieren leben, zumindest eine Zeit lang. Zum einen hat mir das einfach wahnsinnig gefehlt, jetzt wo ich die letzten Monate auch so eingeschränkt war und dem gar nicht nachgehen konnte. Und zum anderen, wenn man natürlich auch damit konfrontiert ist, dass das Leben manchmal kurz ist, also es sterben ja nicht nur alte Menschen, dann denkt man so, okay, vielleicht sollte ich es einfach irgendwann mal machen, bevor ich es nie mache. Wie lang ihre Auszeit von der Medizin sein wird? Sie will sich nicht festlegen. Erstmal nur fotografieren und abschalten. Von 60 bis 70 Stunden Wochen im Krankenhaus. Und all das verarbeiten, was sie im letzten Jahr auf der Intensivstation erlebt hat. Wenn man dann eben zu den Patienten eine persönliche Bindung hat und das nicht nur eine Zahl ist und es nicht nur heißt, so und so viele Todesfälle heute, sagt das RKI, sondern man weiß dann, das war der Herr so und so oder die Frau so und so, die wir jetzt verloren haben, dann geht es nochmal natürlich ganz anders nah, als einfach nur zu hören, oh, das sind aber viele Zahlen. Als im Frühjahr immer mehr Corona-Patienten auf die Intensivstation des Bonner Marienhospitals kommen, ist Kim erst seit ein paar Monaten im Beruf und schlagartig mittendrin in der Pandemie. Ich erinnere mich an viele Patienten noch gut, aber einer zum Beispiel lag auf der Intensivstation aus anderen Gründen und der hat gesagt, Corona gibt es nicht. Und er lag ja wirklich eine Scheibe neben den Patienten, die an Corona beatmet auf dem Bauch lagen. Also das war krass. Und natürlich denke ich auch an die ich noch gesehen habe und die meine Kollegen noch gesehen haben und die uns dann nicht mehr lebendig verlassen haben. Freunde und Familie sieht Kim kaum noch, aus Vorsicht, um das Virus nicht unbemerkt aus der Klinik mitzubringen oder in die Klinik einzuschleppen. Im Sommer denkt sie zum ersten Mal daran, auszusteigen. Als sie ihre Entscheidung vor ein paar Wochen verkündet, verstehen das viele nicht. Je nachdem, mit wem man darüber spricht, sagen die Leute, bist du bescheuert? Jetzt hast du 7 Jahre studiert oder jetzt hast du jemandem den Studienplatz weggenommen zum Beispiel oder jetzt lässt du deine Kollegen im Stich in so einer blöden Zeit. Und klar setzt man sich damit auseinander, aber zum einen ist es so, dass ich die Medizin ja nicht an den Nagel hänge. Es ist einfach nur, dass ich sage, ich nehme jetzt mal eine Auszeit und zum anderen habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich jemanden hängen lasse. Für Kim fühlt es sich so an, als würde sie 2 Leben leben, die sich kaum miteinander vereinbaren lassen. Dieses Gefühl will sie für alle sichtbar machen. Nach da. Natürlich mit einem Foto. Okay, warte, nicht bewegen. Viele verschiedene Aufnahmen macht Kim. Mitbewohnerin Astrid ist sozusagen ihr Double. Später wird am Computer aus den vielen Bildern dieses eine. Kim als Ärztin in der Corona-Blase und draußen als Fotografin. Ja, beeindruckende Bilder, beeindruckende Person.